direkt auf den Stein siehst, da sind manchmal Risse drin, die so nach oben steigen. Wenn man dann ein bisschen Glück hat, dann ist an dem Austrittspunkt von dem Riss oben ein sehr verkrüppelter Baum. Die Bäume sind grundsätzlich gute Indikatoren, nur nicht 100% verlässlich. Weil wenn ein Baum direkt auf einer Ader steht, dann hast du oft das Phänomen, dass du einen Gabelwuchs hast. Wenn er ein bisschen daneben steht, hast du einen Säbelwuchs, das heißt, der wächst so und möchte dann ausweichen. Das mag der Sägewerkbesitzer und der Schreiner nicht so gern, weil das neigt dazu, dass sie sich wieder zurückdreht. Also mit so einer, du kannst die genau vermessen, diese Kreuzung, auch diese Wirkblüten. Das macht man nennt das Reaktionsabstandsmessung. Das heißt, du stellst dich aufs Zentrum, spannst die Rute und gehst rückwärts, bis du einen Ausschlag hast. Du hast nämlich dann einen Ausschlag, wenn die Intensität wirklich schlagartig abnimmt. Du hast also praktisch am Übergang hast einen Ausschlag. Und dann kannst du davon ausgehen, bis daher ist wirklich nicht empfehlenswert, außerhalb kann man drüber nachdenken. Da gibt es wirklich ganz viele Vorstellungsmodelle. Ein Wasserader entsteht natürlich nur auf einer wasserundurchlässigen Schicht, das ist in der Regel ein Ton. Wenn du dir vorstellst, es fließt eine Weile ein Rinnsal über Ton, dann stellt man sich vor, dass er sich auch ein bisschen einschleift. Wenn du jetzt mal einen riesen Wassereintrag hast über lange Regenzeiten und solche Sachen, dann kann es passieren, dass da auf einmal so viel Wasser kommt, dass dieses ehemalige Wasseraderbett sozusagen verschüttet wird. Dann sucht es ja nein. Die Fließmenge, das kann so ein Rinnsal sein, das kann aber ein richtig mächtiger unterirdischer Strom sein. Da, was die Tiefe betrifft, da reden wir von Oberflächenwasser bis 8-9 Meter. Bis dahin nennt man es eigentlich fast nur Oberflächenwasser. Also beispielsweise Augustinerbrei rühmt sich ja einen eigenen Brunnen zu haben in Minger, der liegt auf 140 Meter Tiefe. Da holen die das Wasser raus und du kannst davon ausgehen, dass das Wasser mindestens 5-stellig Jahre alt ist, weil das so lange braucht. Und das ist natürlich, das tiefe Wasser ist sehr wertvoll, weil was da unten liegt, hat sicher keine Pestizide, keine Fungizide, kein Nitrat, hat also keine modernen Verschmutzungen und ist über dieses kontinuierliche Absickern, Nährstoffaufnahme, ist das wahnsinnig gut. Das ist der Schauberger spricht vom großen Wasserkreislauf, nämlich ein gesunder Wasserkreislauf, das Wasser abregnet, in den Wiesen, Wäldern, Auen versickern kann. Also wirklich versickern, dann ins Grundwasser geht, das Grundwasser kommt wieder irgendwo raus oder wird genutzt und dann verwendet man es als Mensch und dann geht es auch wieder über die Verdunstung, über die Bäche, Flüsse oder die Verwendung auf dem Feld geht es in die Atmosphäre und dann beginnt der Kreislauf wieder von vorn. Und für ein richtig gesundes Wasser war halt der große Kreislauf. Ich mache das so, ich merke es selber nicht, weil ich anders arbeite mit der H3-Antenne. Ich frage dann die Intensität. Aber wenn jemand, also ich bin mir sicher, die alten Brunnensucher, die eine normale Route zur Verfügung gehabt haben, die haben schon gespürt, auch, ob das wert ist, dass man da grabt, ob die Ader so viel hergibt. Da gibt es sicher Empfinden dafür, das die gehabt haben. Ich habe das nicht entwickelt. Also es ist auffällig, dass Häuser, die älter wie 140, 150 Jahre haben, im Wohnbereich eigentlich nie Wasseradern. Also da ist auffällig, dass wir haben ja im Voralpenland oft die Querflitzbauweise,
Da sind immer in der Fletz haben die Adern. Aber dann haben die Schlafplätze nicht getroffen. Manchmal, ganz früher war es sogar so, dass manchmal in der Fletz praktisch ein Brunnen, das war halt der Vorteil, dass im Winter haben die halt nicht reingefahren. Und du hast im Haus das Wasser gehabt. Also zu früheren Zeiten sicher nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern fast ein Überlebensaspekt gewesen, dass die Tiere gesund sind. Ameisen sind Wassersucher, die sind gute Indikatoren dafür. Also es hat Zeiten gegeben, da hat man keinen Routengeher zur Verfügung gehabt, dann hat man sich selber geholfen. Und man hat nicht da gebaut, beziehungsweise man hat da nicht seine Wohn- und Schlafräume gehabt, wo Ameisenhügel waren. Das heute? Also, ja, soweit auch wieder vorgegriffen. Also die Wasseradern haben sozusagen eine Drehrichtung. Die haben eine Polarisation. Es gibt eben links- und rechtsdrehende. Linksdrehend bedeutet energieabladend. Das heißt, wenn du jetzt auf so einer Ader schläfst, dann schlafst du 8 Stunden, bist aber nicht ausgeruht, wenn du aufwachst. Bei einer rechtsdrehenden Wasserader ist es so, dass sie aufladend wirkt. Da kannst du schlecht einschlafen, schlafst nicht durch, bist am nächsten Tag auch fertig. Also zum Schlafen sind Wasseradern, egal wie polarisiert sie sind, nicht zuträglich. Da ist ein neutrales Milieu oder minimal abladend ist zum Schlafen eigentlich gut. Rechtsdrehende Adern hat man allerdings in der Natur sehr selten, sind höchstens 5% ungefähr. Die sind oft auch bekannt, weil es Quellheiligtümer gibt oder überhaupt Heiligtümer, Lourdes zum Beispiel, Fatima, sind alles ganz große, berühmte rechtsdrehende Quellen. Es gibt bei uns in der Nähe zum Beispiel eine kleine Kapelle, da läuft unten eine Quelle durch. Das ist eine Sophienquelle und die Sophia war eine Schutzheilige für Augenleiden. Und ich weiß dass als ich Kind war, als das noch erzählt worden, dass Leute da hingegangen sind, haben sie das Wasser geholt und haben sie die Augen gewaschen damit. Und haben somit ihre vielfältigen Augenleiden behandelt. Und ich habe es vor ein paar Jahren mal spaßeshalber untersucht und habe auch festgestellt, zumindest die Euphrasia-Wellenlänge hat das Wasser. Was es her hat, keine Ahnung. Alle verwenden es, es wirkt, keiner weiß warum und dann misst das mal durch und dann siehst du halt, dass da Augentrost-Information zumindest drin ist. Aber Information ist eigentlich viel bedeutender als die Materie. Das ist also ein Erklärungsversuch, warum Wasserader überhaupt unangenehm wirken. Die Erde hat eine gewisse Grundstrahlung, die ist überall gleich und ist kontinuierlich. Und Dinge wie Wasser, Erze, Höhlen, Gänge, Verwerfungen manipulieren diese natürliche Grundstrahlung, an die wir uns alle wunderbar gewöhnt haben. Das heißt, über diesen Stellen ist die natürliche Strahlung anders, allgemein gesagt. Das ist das, was die Wasseradern machen. Oder auch die Erzgänge oder die Höhlen oder eben auch ein Drainagerohr letztendlich. Die verändern die Grundstrahlung. Und das, mal ganz allgemein gesagt, empfindet man als abträglich. Und dann kommen halt noch Sachen dazu, dass manche wirklich energieabsaugend sind, Informationen mitbringen, die einem nicht gut tun. Aber einfach mal so grundsätzlich ist das ein Erklärungsversuch, warum denn diese ganzen Sachen eigentlich auf uns negativ wirken. Die letzten Jahrzehnte gab es eigentlich viele Bemühungen, dass man die ganze Radiästhesie in ein wissenschaftliches Gebäude drumherum baut, dass man es einfach wirklich erklären will. Man sehnt sich nach Anerkennung als Wissenschaft oder einfach als Anerkennung, dass es nicht nur Blödsinn ist, was man da wahrnimmt. Das ist halt so ein Zeitgeist, dass die Wissenschaft als Ersatzreligion halt sehr hoch gehalten wird und alles, was man nicht wissenschaftlich beweisen kann,
ja, ist parawissenschaftlich oder gut nichts, ja. Dabei für mich sind das Fakten zwei Seiten von einer Medaille. Und die einen, wenn man eine Seite verschweigt, dann im Prinzip schadet man sich dann nur selber damit. Und es gab halt immer wieder Leute, Routengeher, auch viele Wissenschaftler, die arbeiten mit Radiästhesie, sie sagen es halt nicht. Weil sie wissen, dass sie Probleme kriegen. Oder ihre Anerkennung oder ihr Leumund darunter leidet. Aber zum Beispiel Max Planck werden ja viele vom Namen zumindest kennen, weil es die Institute gibt. Das war ein deutscher Physiker und der hat sie 1928 dafür stark gemacht, dass es ein universitäres Institut für Radiästhesie geschaffen wird. Das war ein Quantenphysiker, also einer der renommiertesten Köpfe zu der Zeit. Und der hat viel radiästhetisch gearbeitet und wollte eben sozusagen die Wissenschaft auch wieder vermenschlichen, weil mit dem menschlichen Gespür und menschlichen Gefühl einfach auch der Mensch wieder zurückkommt in die Wissenschaft und sie nicht rausnimmt. Und ich wäre nicht müde, das zum Aussprechen und zum Predigen. Viele Interessen da sind, die nicht wollen, dass die Menschen selber für sich entscheiden können, was ihnen gut tut und was nicht. Und da ist die Radiästhesie halt einfach ein super Werkzeug dafür, dass man das kann. Allein wenn du Lebensmittel oder einfach Dinge für die austesten kannst, ob es dir gut tut oder nicht.